Wie ihr bereits am Ende des ersten Teils unseres Bike-Abenteuers gesehen habt, hatte der Regen uns eingeholt. Zum Glück hatten wir einen halben Pausentag. Das gab uns die Gelegenheit, die Räder auf die kommenden Strapazen vorzubereiten und uns ein wenig zu erholen. Unser erster Stopp am 6. Tag war zunächst jedoch ein Fahrradladen. Hier besorgten wir uns diese modisch eleganten gelben Gamaschen. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass unsere Schuhe die Schwachstelle unserer Regenbekleidung sind. Außerdem konnte Robert seine Kassette richten lassen. Die hatte sich nämlich während der letzten Tage etwas gelockert. Und glaubt mir, das war nicht die einzige Unwegsamkeit, die uns erwartete. Ihr könnt also gespannt sein. Den scheuen Felix in den endlosen Weiten irgendeines fränkischen Waldes. Die Stimmung ist am Kochen. Total. Wir haben verschiedene tolle Lieder für euch. Eins davon wäre jetzt, wenn jetzt trocken wäre. Wenn jetzt trocken wäre. Wenn jetzt trocken wäre. Wer wild campen, gar nicht schwer. Oder so ähnlich. Ja, und schalten Sie morgen wieder ein, weil es heißt, das Beste der 90er, 80er und 70er. Und alles auf dem Rad. Voll abgedreht. Das reicht. Jetzt. Ja. Und hier sehen wir die wunderschöne Tristesse von Erlangen. Mein Donaukanal at its best. Geht's wieder links oder rechts? Es gab so in, keine Ahnung wie viel, 50 Kilometer. Wäre auch geil. Auf dem Navi mal die Ansage, folgen Sie der Route für die nächsten 127 Kilometer. Safe oder was? Ja. Trotzdem nicht. Meine Freunde der Sonne, 100 Kilometer. Der Robby kann nicht mehr, tut aber immer noch so, als ob es voll cool wäre. Du kannst nicht mehr. Du kannst nicht mehr. Gibt noch Kaffee und dann geht's auf nach Sonneberg. Selber. Fahren können. Du jetzt fahren können. Ich kann Monat fahren können. Stopp. Direkt an den Berg. Shane out. Die 7. Etappe. Wir sind 3 Minuten gefahren und es fängt an zu regnen. Genau. Und deswegen Machen wir die erste Pause und ziehen uns Sachen an.
So Leute, sieht das aus, wenn man in Thüringen bei Nebel und Regen den Reifen wechseln muss, weil der Robert einen Platten hat. Platten Nummer 2 insgesamt auf dieser Tour. Genau, den ersten hatten wir beim Anhänger, aber auch da haben wir jetzt Ersatzreifen. So Leute, wir sind am Hohen Wartestausee. Ich glaube, das letzte Mal, als wir Statusbericht gemacht haben, waren wir in Aalen bei Freunden. Das ist wie viele Tage her mir? Ja, ich überlege, nach Aalen waren wir Aalen, dann Fürth, dann Feuchtwangen, dann Sonneberg, einen Pausentag und hier. Wir haben also fast eine Woche und nach dem letzten Mal hat der Regen eingesetzt und wir sind 2 Tage gefühlt durch Dauerregen gefahren. Hintereinander. Hatten glücklicherweise geplant in Feuchtwagen eine trockene Unterkunft, konnten alle Sachen waschen. Das war für die Moral sehr gut. Und dann sind wir den zweiten Tag los, auch direkt bei Regen mit 70 Kilometer und hatten vor, in einer Wetterschutzhütte zu übernachten, wo unsere Sachen wahrscheinlich nicht trocken gewesen wären. Genau. Und wenn ihr die Videos seht, ihr seht ja, wir waren praktisch schlammbedeckt, weil wir über Schotterwege gefahren sind. Und es war total klasse, weil wir saßen dann ziemlich demotiviert und durchnässt beim Inder, haben gegessen. Haben das Wetter gecheckt. Und haben nur gesehen, es wird noch mehr Regen kommen. Sollte man also nicht machen, wenn es schon regnet. Ist nicht gut für die Moral. Und dann kam ein netter Herr, Michael. Genau, und Michael hat uns eingeladen, bei ihm zu übernachten, hat uns eine heiße Dusche und einen Gartenschlauch angeboten, damit wir Bikes sauber machen können. Und so hatten wir dann für den nächsten Tag, der 130 Kilometer lang war, oder die Tour 130 Kilometer lang war, hatten wir also wunderbar, dann sind wir frisch gestartet, wenn man so will. Und haben uns dann aber gedacht, nachdem wir dann die 500 Kilometer geknackt haben, machen wir einen Pausentag. Und den haben wir wo verbracht? In Sonneberg. Genau. Erzähl du einfach, was wir in Sonneberg gemacht haben. Dort haben wir Bekannte besucht und die uns herzlich empfangen haben mit lokaler Kost und haben uns Sonneberg ein wenig gezeigt. Das ist echt ein beschauliches Städtchen. Wir konnten unsere Fahrräder schön grundreinigen, was wirklich nötig war. Genau. Konnten kleine Reparaturen durchführen. Und zum Abschluss, damit wir jetzt irgendwie auch noch auf die Räder kommen, ihr seht hier dieses kleine Häuschen, da haben wir heute übernachtet. Da hat der Wirt hier nebenan gesagt, das passt schon, da könnt ihr euch hinlegen, meinetwegen. Wir lagen hier unter der Bank und dem Tisch. Ich habe hier ständig den Kopf gestoßen beim Umdrehen. Genau. Ich muss mal gucken, bei mir zickt die Wade gerade ein bisschen. Ich hoffe, die hält noch durch. Wir haben immerhin noch über 600 Kilometer vor uns und heute geht's in die Nähe von Halle. Es war sehr schön heute Morgen mit Nebel und Sonnenschein. Ja, und den werden wir jetzt nutzen, um loszufahren. Leider sollte dieser Tag noch einiges an Überraschung für uns bereithalten. Ursprünglich hatten wir geplant, 120 Kilometer bis kurz vor Halle zu fahren. Allerdings war der Untergrund eher bescheiden und ich kam mit meinem Anhänger nur schleppend voran. Ich habe das Gefühl, es ist nur eine Aneinanderreihung von Buckeln, Löchern. Das hier.
So hatten wir bis zum Mittag keine 40 Kilometer zurückgelegt. Zu allem Überfluss hatte Robert an diesem Tag gleich 2 Platten. Also verbrachten wir den Großteil des Nachmittags damit, Reifen zu flicken. Am Ende mussten wir resignieren und steuerten nach 70 Kilometern einen Zeltplatz an. Um uns bei Laune zu halten, mieteten wir uns ein Tretboot, genossen ein kühles Bier und überlegten, wie wir die verlorene Strecke wieder aufholen konnten. Ob und wie uns das gelang, das erfahrt ihr im letzten Teil unserer Reise.